Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir befinden uns immer noch im wunderschönen und idyllischen Trista und haben jetzt noch einige wenige Ecken, die wir die letzten Male noch nicht ausgekundschaftet haben, weil sich hier sehr viele Leute tummeln, die sehr viel zu erzählen haben und wir natürlich jedem ein offenes Ohr schenken möchten. Und das werden wir jetzt hier zumindest für diesen Tag auch durchziehen, also zumindest für diesen Ingame-Tag, darauf bezog sich das. Mommy said that the Academy Festival is ton of fun. I wanna go. I gonna see how Kenny's doing too. Na dann. Kinder sind auch herzlich eingeladen. Die werden da sicherlich auch ihre Freude haben an der einen oder anderen Stelle. I plan on bringing Emil and Annie to the festival since they're both so excited for it. Ja, aber wie wir gerade erfahren haben, unter anderem auch wegen dir, weil du sie da so ein bisschen angefüttert hast. Unfortunately, it doesn't seem as though my husband will be able to join us. I did expect this though, considering the situation over in Crossbell at the moment. I plan on going to the festival with. I might be more excited than they are. Das hat sich aus den Aussagen der kleinen Annie gerade schon so ein bisschen abgezeichnet. Aber noch viel interessanter wäre ja zu wissen, ob die beiden sich wieder zusammengerauft haben. Also Mann und Frau und ihr Husband und sie. Weil die Kinder haben ja eine Zeit lang ganz schön gelitten unter den Querelen, ne? Only 2 days left until the Academy Festival. Not that I'm counting or anything. Nee, like. Ich habe gerade I like gelesen, aber das ist ein L. Like, I'd really be excited for something like that. I just feel the need to go and see Klein and thank him for his help. Natürlich. Mom plans on taking Annie and me to the festival. I have to go see Klein while we're there. Kleiner Emil, es ist überhaupt gar keine Schande. Ganz im Gegenteil, sich auf dieses Festival zu freuen, weißt du. Deine Leistung... Ach so, hier steht ja sogar. Deine Leistung wird dadurch nicht geschmälert und auch du darfst mal Kind sein. Ich glaube, das hat er noch nicht so ganz begriffen. Hi Gordon, ich dachte, du wärst weg. Unfortunately, it doesn't seem like I'll be able to get to the festival with all of the work I have to do. Hopefully Melissa and the children can enjoy themselves at least. It's been a long time since I've had the opportunity to visit the Academy Festival. If only I could get some time off work. Tja. Die musst du dir dann halt notfalls irgendwie nehmen. Aber so ein bisschen fühle ich seine Situation. Ja, ich weiß nicht, einmal im Jahr ist da nichts drin. Ich meine, Crossbell und so, ja, vielleicht überhaupt und so, aber naja, muss er wissen, muss die Familie wissen, wie sie das handeln wollen. Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen, wenn sie auch mal in Summe ein bisschen Zeit zusammen verbringen könnten. Wir haben hier an der Radio-Station noch eine Sidequest. Ach, hier tummelt sich Vieh. Die hatte ich nämlich bei der guten Edel zuletzt vermutet, aber da war sie nicht. I should go to the festival myself when I find the time. I do need to visit Edel after all. Ja, über die habe ich gerade geredet. Of course, I also want to see the flowers everyone in the gardening clubs worked so hard to raise too. Das wirst du dann sicherlich bestaunen können. A number of new members joined the gardening club this year, so their flower bed must be in full bloom. Now I really want to see them. Kannst du, nicht mehr lange, dann ist es soweit. Ein paar Tage musst du noch ausharren. Moment, Euler, dich verpasse ich, wenn ich dich jetzt nicht anquatsche. This independence nonsense coming from Crossbell is nothing but talk, I'd say. You can't just gain your independence by tossing a bunch of MEHR around. Besides, I hear Crossbell's government is completely incompetent with the state's politicians arguing all the time. Things will fall through soon enough, you can count on that. Okay, ich glaube, der interessiert sich eher weniger fürs Festival. You can't just buy your independence and never manage to make it happen. I'm more concerned about what Calvert plans to do in response to this nonsense. Ja, das wird sich in den nächsten Tagen eventuell zeigen. Aber wir wissen definitiv, wo seine Interessensprioritäten aktuell liegen. I'm bored, so I've been handing out flyers about what the gardening club's doing for the festival. Want one? Nah, you should probably save them for people in town. I'll be visiting everyone's events during the festival anyway. Fine by me. Das weißt du noch gar nicht, Reen. Du weißt gar nicht, ob ich dich dahin steuere, aber sei mal so optimistisch. We're gonna be selling flowers and stuff during the festival. Edel said she'll be selling the herbs she's grown too. Come and spend lots of money. Ja... Wir haben nicht so viel, oder? Wobei, aktuell sind wir, glaube ich, finanziell noch ganz gut aufgestellt. Ja, das ist aber unser hart erarbeitetes Geld, Vieh.
Das ist auch dein Geld. Das ist nicht nur Reens Geld. Aber in Blumen investieren kann man mal machen, ne? It's so exciting to see all you students running here and there. If you're this busy, then this year's festival is sure to be exciting. Oh, how fun it's going to be. Doors Academy Festival is such a good time every year, so I'm looking forward to this year's too. Ich wusste gar nicht, ob ich Chuckle sagen will oder ob ich lachen will. Good luck with the preparations. Dankeschön. Eigentlich sollten wir uns auch mal darum kümmern, anstatt die ganze Zeit irgendwie schon über Stunden hier in der Stadt rumzulaufen und mit Leuten zu schnacken. Aber man kann ja ein bisschen auf Stimmungsfang gehen und das auch als Preparation am Ende irgendwie verkaufen, ne? Some important work just sprang up, so my dad won't be able to make it to the festival. We were so excited to go together too. Oh well, I suppose I just have to take along with Rosine then. Ja, ist doch auch okay. Dad might cheer up if I buy him a really nice souvenir. I can tell he's sad he can't go, but he's an adult, he can deal with it. Ja, ich glaube, über sowas traurig zu sein, ist auch keine altersbedingte Frage, ne? Du kannst als älterer und als jüngerer Mensch über solche verpassten Gelegenheiten trauern. The more I think about it, the more I feel like that should have gone to someone else. Ich dachte gerade, hier klingelt irgendein Telefon. Ich habe schon wieder Halluzinationen, sorry. Now I'm really worried. Ja, the more I think about it, the more I feel like that should have gone to someone else. Worüber redest du? Ich kann das kontextmäßig gerade nicht einordnen, was er uns gesagt hat. Liefert der jetzt irgendwas aus und ist sich nicht sicher, wohin oder was? Keine Ahnung. So habe ich jetzt draußen mit allen gesprochen. Ich glaube ja. Wie bin ich in die letzten Male immer alles abgelaufen? Ich glaube erst die Ränder, der Klassiker, und dann die Innenbereiche machen wir einfach mal so. So, guck mal, wen haben wir denn hier? Ja, wenn das mal nicht die gute Sarah ist. Here you go, that will run you 27,800 MEHR. Ouch, no repeat customer discounts in your store, are there? This bill better include the information too. Of course it does, don't bite my head off. Sounds like the red constellation's still kicking back in Crossbell. It's anyone's guess as to where, though. I can't believe they're still hanging around there after a terrorist attack on that scale. Could you pass that info along to Towel for me? Sounds like they're discussing the recent terrorist attack in Crossbell. I guess Instructor Sarah's just as stressed about everything going on as we are. It's like the world's falling apart. Sounds like your festival preparations are going along really well. You just stay focused on that and leave the grown-up stuff to us adults, okay? Don't you start rehearsing at the crack of dawn tomorrow, too. Doing too much too fast will burn you out quick, you know. Eigentlich weiß er das und trotzdem ändert er nichts an seinem Verhalten. Ich finde es übrigens, weil ich ja immer mich so als Sarah-Fan oute oder schon lange geoutet habe. Ich finde es übrigens beeindruckend, dass obwohl sie sich mit so vielen Sachen auseinandersetzt, wie jetzt auch die politischen Ereignisse in Crossbell etc., dass sie uns gegenüber immer eine motivierende, optimistische Art aufrecht erhält und uns null daran teilhaben lässt oder uns erahnen lässt, dass es ihr vielleicht auch mal schlecht geht oder sie sich Sorgen macht oder sonst was. Sie versucht vor uns immer das Gesicht zu wahren. Kann man kritisieren, ne, weil es auch für sie sicherlich nicht gesund ist, das die ganze Zeit so runterzuspielen vor ihrer Klasse. Aber so in Summe, finde ich, zeigt das extremes Rückgrat, was sie da mitbringt, ne? Und auch eine gewisse Wichtigkeit, die sie der Klasse einfach auch beimisst und ihrer Instructor-Funktion. It's a rough world we live in, but that's nothing you kids should worry yourselves about. Not until life beats you down into a grouchy old man like me. Just forget about it until it hits you. Ja, also so ein bisschen näher dran sind wir halt an den ganzen schlimmen Entwicklungen, weil wir ja immer vor Ort waren, wenn die Terroristen irgendwas wieder angeleiert haben. Ich glaube, das ist dem noch nicht so ganz klar. Soll ich das einfach kaufen? Habe ich dann alle? Ich nehme das jetzt mit. Und ja, ich weiß, ich brauche noch 50.000 MEHR für den Master Quartz, den ich mir jetzt vermutlich nicht mehr holen werde. Einfach weil zu teuer und ich das Geld jetzt für andere Sachen hier im Endgame-Stadium quasi beibehalten will. Ich will jetzt noch einmal kurz gucken. Fehlt jetzt hier noch was? Oder habe ich jetzt alles nachgekauft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Guck mal.
Ich habe mir die zwar ein bisschen zusammengeschummelt, aber die sind vollständig. Narcos Cover designed for Special Ops. Ach, das ist, die Faceplate ist unsere Standardhülle quasi, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, so ein Item jemals aufgesammelt zu haben, deswegen bin ich da gerade ein bisschen stutzig geworden. So, dann lasst uns mal ins zweite Wohnhaus gehen. Und gucken, wen wir hier antreffen. Hier ist hoffentlich alles nach wie vor okay bei euch beiden. Could it be a sweater knitted by your own beautiful hands? So this is why you've been so secretive lately. Oder secretive? Secret? Secretive? Würde Sinn machen, oder? Oh Harrison, I've yet to hear your opinion on the sweater itself. I'm so happy, Hannah. I love you. I love you too. Oh mein Gott, ich glaube, wir sollten gehen. It's like there's an impenetrable lovey-dovey barrier making it impossible to approach them. Es ist eigentlich auch was Schönes, aber man fühlt sich immer so ein bisschen deplatziert, wenn man hier reinkommt und mit denen reden will. Thank you so much, Hannah. I really wasn't expecting this. Looks like this will be keeping me nice and warm during the festival. I worked hard to get it ready in time. Now all that's left is for the three of us to enjoy the festival together. Thank you so much, Hannah. I really wasn't expecting this. Looks like... Okay. Also, ich meine, ich finde es ja schön, dass die so glücklich miteinander sind und so, aber ist das nicht schon ein bisschen too much? So, weiß ich nicht, fetzen die sich nicht mal miteinander? Haben die nicht auch mal unterschiedliche Meinungen? Ich weiß nicht, also irgendwie ist mir das alles... Also, weißt du, wenn ich solche Leute sehe, wo nonstop alles perfekt ist, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange die zusammen sind, sowas gibt es natürlich auch und das ist der absolute Best Case, nicht falsch verstehen, aber dann denke ich mir, da ist doch irgendwas im Busch. Das kann doch nicht real sein, oder doch? Mommy and Daddy are taking me to the Academy Festival. Daddy's got work, so we can only go for one day, but it's gonna be super fun. I wonder what they're gonna have there. Oh, einiges. Ich glaube, der Tag wird schneller rumgehen, als man gucken kann. Weil das Ding ist, es ist ja auch irgendwann dann nichts mehr Besonderes, ne? Wenn die den ganzen Tag sich gegenseitig so Süßholzgeraspel um die Ohren hauen. Ich stelle mir das auch irgendwie anstrengend vor. Das klingt voll, als wäre ich nonstop auf Krawall gebürstet, ne? Aber ich bin auch ein harmoniebedürftiger Mensch. Aber das finde ich irgendwie trotzdem creepy. So, Ende. Ende zu dem Thema. Wir haben noch andere Ecken abzusuchen. Und zwar die Station nicht, da kommen wir nicht rein. Wollen wir hier mal in die Läden gehen, bevor ich jetzt hier sinnlos weitere, größere Schleifen laufe. So, hier ist die Boutique. Hier sind Leute. Ach, guck mal an. Ich kann mit der Umkleidekabine interagieren. Hey, Vivi, is there a reason we need to try this on? Ah, Linde und Vivi befinden sich hier. Wir haben in der letzten Folge gehört, dass die beiden vermisst werden und sich hier sehr lange Zeit lassen für ihre Outfitwahl. Denn die sind für ihre Attraktion, für dieses Teehaus oder was die da installieren wollten, sind die Empfangsdamen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, sie werden auf jeden Fall vermisst. They're just aprons, really. Of course there is. This is a perfect chance to see how you're growing in the places that matter. Oh Gott, jetzt gehen die Themen schon wieder los. Vivi, how many times do I have to tell you not to touch me there? Yeah, well, that's my cue to exit. Ja, eigentlich solltest du hier auch gar nicht stehen, Reen. Vivi, you dummy, stop messing around so we can get this done. Oh ho, is that a little extra weight I see, Linda? You're feeling a bit plump right around these areas. I told you to stop feeling me up. Also, ich weiß nicht. Also, wer so eine Schwester hat, der braucht echt keine Feinde mehr, ne? Kann man witzig finden, aber weiß ich nicht. Mir tut Linde gerade sehr, sehr leid. Und das ist nicht das erste Mal. Auf der anderen Seite sage ich mir, warum setzt sie sich nicht ein bisschen vehementer zur Wehr? Na gut, soll nicht unser Thema sein. Hallo, Julia. Thank you for ordering your outfits for the concert here. They're putting the finishing touches on them over at our main branch in Heimdall. They should arrive here this evening, so we ask for your patience until then. Na dann, I thought that your outfits turned out spectacularly. They should arrive here this evening, so we ask for your patience until then. Okay. Entschuldigung. So, was haben wir hier Feines? Auf den ersten Blick nichts, was ich unbedingt einkaufen müsste. Ich würde sagen, bei den Accessoires ist auch nichts dabei, was vorher nicht schon da war. Insofern brauchen wir hier erstmal
nichts. Hier werden wir jetzt bei der Vater der kleinen Diese wahrscheinlich gerade die pure Enttäuschung um die Ohren gehauen bekommen. Und eine Erklärung dafür, warum er eventuell nicht teilnehmen kann. Oh, guck mal, Alisa und Emma sind auch da. Emily and Theresia asked me to go buy some materials for them. Oh, I meant to ask, how did our outfits turn out in the end? They were changed a little bit from the original designs, weren't they? Well, everything's fine. You get to 2x2, you get to see them this evening. What was with that ominous pause? Tja, ich weiß nicht. Weiß Rin denn im Detail, wie die wirklich aussehen werden? War er daran explizit beteiligt? Ich dachte, das hätten eher die anderen gemacht. Alright, I got in touch with Grandfather about the festival and he said that he really wants to make it here. Mother's one of the directors, so she should be there, which means our whole family might end up in one place. Nothing's guaranteed, but it might be the first time my whole family's been together in 5 years. I really hope everyone can make it. Me too. Ja, und dass alle friedlich miteinander bleiben, ne? Although Grandfather's not sure if he can make it, and I know better than to count on Mother. Das war neu, aber das erste nicht. Family same place in a very long time. Naja, wir werden schon sehen. Am Ende kommen sie hoffentlich alle. I happened to bump into Elisa while I was out doing some shopping for the literature club. No matter where you look, you can tell that the whole academy is humming with activity right now. Oh, that reminds me, how are things coming along with your club's short story collection? I remember last time we talked about it, you mentioned the content was a little graphic. Well, no worries, I managed to get that matter all settled. Dorothy agreed to tone the material down to a more acceptable standard. She certainly didn't make it easy though. Sounds like Emma had her work cut out for her. Yeah. We're planning on holding a reading circle during the festival to go along with our short story collection. Thinking about reading those together as a group makes me feel a bit embarrassed to say the least. Ja, ich weiß zwar nicht so im Detail, worum es da so geht, aber man kann es erahnen, wenn man an die Gespräche zurückdenkt, die wir zuletzt mit Emma und vor allen Dingen mit Dorothy geführt haben. I planned on closing up shop when the festival started, so I could take Diese to go see it. But I gonna meet some punk client, cause they wanna do business all of a sudden. Diese, don't go to the festival on your own and leave me behind. Kannst du dem Kunden nicht einfach absagen? Der ist wahrscheinlich auf die Kohle angewiesen oder so. Going to the festival Diese is always one of the highlights of my year. Why this have to come up now? Boah, böser Kunde. Und vor allen Dingen, warum kann das nicht länger warten? Menno, tut mir ein bisschen leid. Ich wünschte, ich könnte hier irgendwie helfen. Notfalls stelle ich mich hier hin und handle das mit dem aus, aber das wird wahrscheinlich ein spezieller Kunde sein, der Wert auf persönliche Betreuung legt, sonst wäre er vermutlich selber schon auf die Idee gekommen, das in andere Hände zu übergeben. So, wollen wir mal ein bisschen nachkaufen. Ich beantworte mir die Frage mal selbst, indem ich es direkt tue. Da wir beim letzten Mal auch ein neues Rezept bekommen haben und ich jetzt auf meine erste Gelegenheit warte, wieder mit allen zusammen kochen zu können. Das wird vermutlich nicht heute passieren, aber wer weiß, vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal. Aber ich glaube, wenn da noch Festival etc. kommt, ich glaube, das wird sich alles noch ein bisschen ziehen. So, dann machen wir jetzt hier... Nee, warte, wir fangen mal links an. Wobei links heißt ja dann auch die nächste Sidequest anzunehmen, aber dann ist das so. Okay, wen haben wir hier? Wir haben den guten Michael, der was von uns möchte. Und wir haben Lala. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, obwohl der so simpel ist. Misty was very excited to go to the Academy Festival. I overheard her talking about how she'd like to report on it while she walked through sampling all the food stalls. The director suspected that all she wanted was an excuse to eat though, so he didn't approve it. Tja, we haven't delved into providing live coverage of events just yet. Michael's been interested in doing so for quite a while though. Okay, aber wir können ihn jetzt hier scheinbar bei einer Sache unterstützen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was genau er von uns wollte, aber das wird er uns gleich nochmal erzählen. Wir haben ja seinen Brief gelesen. Sorry to keep you waiting, Michael. Oh, there you are. I'm just glad you could make it at all. Our specials tonight, but...
our specials tonight, but some people still haven't submitted what they want us to say during it. I mean, we could go ahead without them, but it would feel kinda unfair if we did. I imagine it probably just slipped their minds considering how much everyone has to do right now. But you are taking the time to give everyone's events coverage, so I'm sorry that they put you through this. Don't sweat it. The festival gives us some good material every year. You won't see me complaining that the students are making it better. The Academy's been getting lots of coverage ever since what happened last month too. Sorry. We don't have the time to shoot the breeze about that. So, you got the time to get this done? Ja, er hat zwar jetzt immer noch nicht gesagt, was genau, aber wir accepten mal. You bet. You'll be broadcasting tonight, so let's get this done as quickly as possible. You are the man. I'm still waiting on replies from Class 1, Class 5 and the Occult Research Society. Oh mein Gott, wir können wieder zu Barrel. Der raucht die ganze Zeit, das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal, der hat eine Kippe in der Hand. Interessant, dass das hier erlaubt ist, ne? Das kennt man so mit unseren Sicherheitsstandards, ist das ein ganz ungewöhnlicher Anblick, aber gönn dir. I don't know where the people in charge of them are, but you probably will since you're all from the same academy. Go get those comments. Leave it to me. Class 1 should still be rehearsing for their operetta, so I'm sure that's where I'll find everyone. Class 5's Mishi Panic's being set up in the Gymnasium, which leaves the Occult Research Society. I guess I'll head to their club room. Right then, let's get going. Ja, kann ich alles einordnen. Read the comments. Ja, doch, ich erinnere mich dunkel an die Bezeichnung dieser Quest. I'm still waiting on replies from Class 1, Class 5 and the Occult Research Society. I don't know where the people in charge of them are, but you probably will get those, bla. Okay, machen wir. Aber ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Aber ich hab's auf dem Schirm. Ich meine, so viel haben wir jetzt hier auch nicht mehr. Aber der Besuch in Kirche... Oder bei Kirsche. Der Besuch bei Kirsche trifft's besser. Der muss auf jeden Fall sein. Hallo Dolly. I'd like to go to the Academy Festival one day. We're always too busy whenever it's going on to go ourselves though. Such is the fate all waitresses are doomed to, I suppose. Oh, bitter. I've never been able to go to the festival, but I hear about how fun it is every single year. I guess that's the downside to being a waitress. There's not much I can do about that. Naja, Jobwechsel eventuell. Oder eine Vertretung für den Zeitraum finden. Es muss ja wohl irgendwie, weiß ich nicht, zumindest alle 2 Jahre mal möglich sein, euch hier freizustellen. Oder ihr macht den Laden einfach mal dicht oder so. Aber ist finanziell wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Crossbell is reeling from a terrifying terrorist attack right now. Apparently support for independence is on the rise over there due to the sheer number of victims too. It feels like there's been nothing but bad news lately, and I'm afraid that things are only getting worse. Uh-oh. Crossbell suffered a number of horrible blows lately. Am I the only one who can see what direction the wind is blowing here? Nee, ich glaub nicht. Draußen haben wir, wie hieß der nochmal, mit dem Euler gesprochen. Ich glaube, mit dem könntest du dich mal zusammentun. Der ist gerade ähnlich intensiv mit diesen Dingen beschäftigt. Yo, looks like everyone's almost done with their festival setup. Just don't get all excited about finishing up and forget to take a break. The last thing we want is for you to get burned out before the thing even starts. It would be a pity if you couldn't enjoy it. Da sagst du was. Oh well, you youngins always go all out no matter what we tell you to do. Bist du nicht selber noch voll jung? Just don't forget to take a break if you need one, that's all I'm gonna say. Das sieht auch ein bisschen aus wie Elliot, ne? Also, ich mach's halt immer an der Haarfarbe fest, aber das ist halt so das prekäre Erkennungsmerkmal. Special Pizza. Special Pizza. Ich sollte mir vielleicht mal wieder einen kleinen Vorrat an gekochten Rezepten anlegen. Weil doch in den letzten Kämpfen hier und da sich das immer mal so ein bisschen als Lifesaver entpuppt hat. Ich glaube, hier stand noch nie jemand in diesem Zimmer. Sind wir hier überhaupt jemals drin gewesen? Hallo Bilse. Na? Na Bilse, wie gefällt's dir hier in Trista? I know a student here who has something in store for the Academy Festival. However, he refuses to tell me exactly what that is. As you might expect, this worries me, so I decided I'd observe him myself. Perhaps this is what it feels like to be a parent.
Yeah, I do wonder what he's planning. I hope my concerns are unfounded. Ich weiß aber nicht, ob du weitere Erkenntnisse gewinnst, wenn du hier in deinem Hotelzimmerchen oder in deinem Gasthofzimmerchen hin und her tigerst, aber mach mal. Hätte mich ja interessiert, wegen wem er da ist, weil wir ja die meisten Studenten hier vor Ort auch namentlich kennen und irgendwie einordnen können. Aber vielleicht ist der Name Diese auch schon mal irgendwo gefallen und ich weiß den Kontext nur nicht mehr. Glaube ich aber nicht, ob an Ilse, die mich erinnert. So, gibt's neue Bücher? Gibt's neue Talk-Themen? Seems like the new sister from the church will be taking kids to the festival with her. That's quite the relief for me, since I'll be very busy during it. I'm pretty sure Kay would have snuck out and caused some trouble there without anyone to keep an eye on him. I'm glad that new sisters offered to take Kay and the others along with her. Her name was Rosine, wasn't it? I'll have to go thank her at some point. Ist auf jeden Fall ein großes Vertrauen, was er ihr da entgegenbringt. Also vielleicht ist das so in kleineren Dörfern, keine Ahnung, aber er scheint sie nicht zu kennen und lässt trotzdem sein Kind mit ihr aufs Festival gehen. Ich meine, das Festival ist ja noch ein paar Meter weiter, aber trotzdem, sie ist eine fremde Person für ihn scheinbar. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch nur ein bisschen überskeptisch, kann natürlich auch sein. The Philosophy of Blade, a book that applies Blade's philosophies to daily life. Das Imperial Chronicle haben wir letztes Mal schon gelesen, die Ausgabe 10. So, diese Geschichte ist aber neu. Jetzt muss ich nur noch ins richtige Menü. Und bei Event, da sind die ganzen Bücher gelistet. Wo ist unser philosophisches Exemplar, das soeben käuflich erworben wurde? Hä? Bin ich schon dran vorbei? Warte, hier. The Philosophy of Blade, Laura, oder? Hughes. Was glanced through. This is a pretty interesting book. Might be worth talking to Crow about. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei Blade weiß ich nicht, das assoziiere ich immer so straight mit der guten Laura. Na gut, dann soll es halt so sein. Gibt es hier sonst noch was? Nö. Hier stand auch sonst keiner im Laden. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich den konkreten Aufgaben widmen. So, ich will einmal noch mal kurz schauen. Guck mal, da steht es auf Final Chapter. Ich habe euch nicht angelogen. Das hier ist Bridget und das hier ist das mit den... Wollen wir jetzt einfach vor dem Hintergrund, dass ich jetzt noch grob im Kopf habe, wo wir hin müssen, mache ich das zuerst. Und wir starten jetzt einfach mal bei Class 1. Man kann sich nicht zum Auditorium hinporten. Ich meine, wir haben es nicht weit, wenn wir von hier aus hinlaufen. Aber ich habe es gerade gesucht. Aber man muss auch sagen, über weite Teile des Spiels kommst du ja da auch gar nicht rein. Ne? Das ist jetzt eher die Ausnahme als die Norm. Insofern macht das schon Sinn, diesen Ort hier nicht unbedingt zu listen. So, Ferris, wir brauchen einen Kommentar von dir. Excuse me, could I have a moment? Oh, ich finde ihr Kleid so hübsch, ne? Ist halt so ein bisschen kitschig, prinzessinnenmäßig, aber ich finde das voll schön. What are you doing here? This is Class 1's practice area. Did you see a sign that said Class 7 interlopers welcome? Or perhaps please interrupt us? No, then move along. I'm only here to ask about Class 1's comment for the radio special on the Academy Festival tonight. You still haven't submitted one. Oh, right. Wie wär's mal mit einer Entschuldigung dafür, dass du uns gerade ungerechtfertigterweise so angeblafft hast? Did no one submit a comment for our class? I certainly haven't. Likewise, we've been so focused on practicing that it slipped our minds. Toll. Super. Aber dafür sind wir ja da. Listen well then. Class 1 will be performing an operetta set in the Middle Ages known as the Coronation of Geruda. It is the dramatic tale of Geruda, a most noble lady favored by the Emperor himself as she struggles against her own destiny. The leading roles will be played to perfection by Patrick Higharms and myself, Ferris Florald. Our operetta won't just be captivating but also educational. We even consulted an expert to ensure our script's accuracy. Ja, das ist dann wohl der Thomas, ne, der sich hier mit eingeklinkt hat. I implore those of you listening not to miss out
on our fabulous performance, especially in order to watch other lesser events performed by other lesser classes the very same day. We will not be topped. I think that should do for now. Thanks, she really is competitive. Ich mag dieses Runtertreten in Richtung anderer nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Sie kann das ja cool finden und das wirklich in den höchsten Tönen loben, was sie hier machen. Aber dieses Kleinreden der Konkurrenz, das also finde ich jetzt hier, weil in dem Kontext finde ich das irgendwie. Aber vielleicht bin ich auch nicht competitive genug. Keine Ahnung. Had you not butted in, we would have missed our opportunity to spread the word about our spectacular operetta. So, you have my thanks, I suppose. But this doesn't change the fact that our performance is going to completely obliterate yours. Ja, das habe ich schon verstanden. Das habe ich inzwischen verstanden. Wir werden sehen. Wir haben viele Leute, die zuschauen, die sich einen eigenen Eindruck verschaffen können. Und die sollen richten. Ich bin übrigens sehr begeistert und fasziniert, wie sie das einfach so frei aus der Hüfte rausgehauen hat, ne? Ich dachte, sie müssten jetzt erstmal irgendwie einen Text verfassen oder so oder sich da Gedanken machen, aber sie hat das quasi auf Knopfdruck alles runterrattern können. Ich hoffe, Reen konnte schnell genug mitschreiben. So, und ihr so, come on, work, I command you to work. Mishi, why have you forsaken us? Is everything okay over here? Ich glaube, die haben immer noch technische Probleme. Hey, watch out! This class 7 jokers here to get the dirt on us. Wow, was haben wir euch denn getan? What, you think this is some sort of show? Get out of here before I make you get out of here. Simmer down, boys. Sorry about that. Truth is, the machine we're using isn't really working like it should, so we're all a little on edge. We sent someone off to get George, though, so our technical woes should be over before too long. But what's your story? Do you have a reason for coming, or are you actually spying on us? It's like, it's the former, I assure you. I had to ask when you're so busy, but it's about the festival feature on the radio tonight. Class 5 still hasn't provided the station with a comment, so I was hoping that someone could say something. Oh, Idios, it's Monk. How could that radio freak have forgotten that? Yeah, you're gonna have to ask him. What the hell, man? He seemed so excited when he told us he'd take care of it. What could he even be doing right now? So, instead of one of you coming up with a comment on the fly, I need to find Monk. Any idea where he might be at the moment? I don't think any of us have seen him since yesterday, actually. Whatever he's doing right now better be pretty important if he thinks he can just ditch us at a time like this. You sure he's not just sleeping in? Anyway, none of us have got time to come up with some fancy radio comment. You've got to go straight to Monk for that. Got it. I'll go look for him at the lower class dorms. Hopefully I can actually find him. To the dorms. Ja. Das stimmt aber. Dem sind wir in den letzten 2 Folgen bei der Stadtbegehung oder bei der Dorfbegehung tatsächlich gar nicht über den Weg gelaufen. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Aber er wird bestimmt eine gute Erklärung dafür haben, warum er dieses Thema verpennt hat, ne? Weil das, eigentlich brennt er ja immer für solche Geschichten und hier scheint es einen Grund zu geben, warum das zum Erliegen kam. Monkey Boy, where are you? Du bist aber nicht Monk. Wo ist er denn? I can't see Monk anywhere on the first floor. Let's ask someone where he is. Excuse me, do you have a second? Reen asked the girl if she had seen Monk lately. Not today, I don't think. Do you need him for something? Yeah, I need his comment for tonight's radio show. I guess I'll head to his room and just hope he's there. There's no need for that. Sagt wer? Ach, Monk himself. Direkt an seiner Frise erkannt. Was ist los, Monk? Woran scheitert's? Sorry for the wait, Reen. I've just finished writing up our comment for the radio show. Just now? That's right, this comment is the fruit of 2 days of back-breaking non-stop labor. And when I say non-stop, I mean without so much as a wink of sleep. Okay, ich glaube, der hat einen ganzen Roman verfasst. The bags under his eyes are pretty intense, even for him. Wenn him so groß geschrieben wird, dann muss ich immer an die Band denken bei der Schreibweise. He's such a radio geek.
Mercy won't be on the show, but a submission's a submission. Only the very best is good enough. I can tell that you're curious, so let me read it to you. Mishi, the international sensation, finally makes his Doris Militärakademie debut. But, oh no, trouble is afoot. Mishi and Michette are being attacked by evil Mishi, and the only way to save them is to smack, smash, and mash away. So come along to Class 5's Mishi Panic and save Mishi and Michette from their terrible fate. Mishi Panic, the only place where smacking something so cute can be so refreshing. And that's that. Make sure they don't leave out a single word. I'll be listening. Sure. Ich fand den Text gar nicht so schlecht, den er da verfasst hat. Also, ob man dafür jetzt ganze 2 Tage braucht, weiß ich nicht, aber ja, ist okay, so als Aufhänger fürs Radio. I think monks left to help out the rest of Class 5. If they're that serious, we're gonna have to step up our game too. I think monks left. Ja, die müssen halt die Maschine irgendwie zum Laufen kriegen, ne? Also ich verstehe schon die Beunruhigung, wenn du so kurz vorm Start das nicht so funktioniert, wie du es willst und du dann später mit einer hohen Nutzungsfrequenz rechnen musst und dann alles irgendwie droht zu kippen. Das ist schon kacke, ne? Hoffen wir einfach mal, dass am Ende alles gut geht. Was war? Ach, ich muss gerade kurz überlegen, wo die 3. Person war, aber ich erinnere mich. Student Union. Da, wo wir letztes Mal schon gewesen sind. Und wir dürfen direkt wieder ins Creep-Zimmer zurück. Ich dachte, wir würden da nicht mehr allzu oft hin müssen, aber Pustekuchen. Ich weiß, wo du wohnst, Beryl. Ich weiß, wo du wohnst. Mal gucken, was sie jetzt zum Besten gibt. Hello, do you need something from me? That I do. I'm collecting comments about each of the festival's events for a radio broadcast focusing them. Ja, was haben die jetzt hier in letzter Zeit hier mit den doppelten Wörtern? Das war am Anfang des Spiels nicht so. I had no idea the Occult Research Society was actually doing something for the festival, though. I certainly am. Oh, are you curious? Can I just have a simple answer, please? Very well, I suppose I can tell you. I'll be turning this room into a fortune-telling house during the festival. How accurate will the fortunes I tell be? That's for you to find out for yourself. I guess I should take that as a comment. Thanks. Oh, and as for that man from the radio station who sent you, I see a great deal of hardship in his future. Wir werden es ausrichten. Well, gee, I'd hate to get in the way of your preparation, so I'd better get going now. So kann man sich natürlich auch aus der Affäre ziehen. That's the last of the comments I needed. I should go and give these to Michael. I just hope he'll be okay. Ich finde, das, was sie hier gerade als Plan geschildert hat fürs Festival, ist eigentlich Dauerzustand. Ich finde, das sieht jetzt schon aus wie so ein richtiges Wahrsagerzimmer. Also, was will sie am Tag des Festivals da noch großartig anders machen? So, warte mal. Die Radio Station konnte ich ja auch nicht direkt auswählen. Das heißt, wir nehmen mal die Abkürzung über den Park. Ich müsste nur die richtige Richtung auch ansteuern. Dann klappt das auch. So, Michael, wir haben gute Neuigkeiten. Also zumindest haben wir Informationen mitgebracht. Yo, how did it go? Perfectly. I've got all 3 comments right here. Relate the comments to Michael. Good stuff. They're good, generally short comments, so I'm pretty sure they get some great reactions from our guests. Oh, this is gonna be a fantastic show. Before you run off, take some of these. I'm really glad you helped me out here. Aha. Ja, danke. Awesome, thanks. Good luck with tonight's show. Right back at you. Let's do what we're gonna do and make this one hell of a festival. That sounds like a plan. Jeder wird seinen Anteil dazu beisteuern im Rahmen seiner Möglichkeiten. Oder? Guck mal, hier raucht er nicht mehr, oder? Oder bin ich gerade blind? Der hat nur im Stehen geraucht. Our special tonight should go off without a hitch thanks to your help. Don't worry, we'll be sure to mention Class 7's concert too. Puff. Okay, let's get to work. Puff? Das ist doch ziehen, oder? Der raucht doch. Ich bin einfach nur blind. Ich habe gerade keine Zigarette gesehen. Aber ist auch nicht so wichtig. Mir ist gerade noch eine ganz andere Sache eingefallen. Und das will ich unbedingt machen, bevor das komplett in Vergessenheit gerät. Und zwar muss ich dafür nochmal in den berühmt-berüchtigten Pornshop. Denn ich habe noch
Items, Verbrauch-Items, die ich gerne upgraden wollte. Warte mal, wie war denn das nochmal? Hier, Trade. Genau, da ging es mir nämlich in erster Linie um... Ich weiß gar nicht um was. Ich werde wahrscheinlich alles jetzt einfach ein paar Male noch verbessern. Weil die ganz schwachen Heil-Items, für die haben wir halt keine Verwendung mehr, ne? Und auch wenn sich dadurch die Anzahl reduziert, so ist mir das trotzdem lieber als Items im Inventar, die ich nie benutzen werde, weil der Heilungseffekt zu schwach ist. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr rausholen. Sehr schön. Groundbait. Ach, Groundbait kann ich... Ach, guck mal an. Ich kann U-Material in Groundbait umwandeln. Warum sollte man das tun? Vielleicht, wenn man irgendwann mal den Punkt erreicht hat, dass man alles geupgradet hat, was es so gibt. Hiervon könnte ich eigentlich auch ein bisschen was gut gebrauchen. Boah, aber nicht zu dem Preis. Nicht zu dem Preis. Auf der anderen Seite wird der Bedarf sicherlich entstehen, wenn ich die nächste Kochrunde starte, ne? Ja, schwierig, wofür man jetzt das Geld ausgeben sollte. Ganz, ganz schwierig. So, lass mich mal kurz überlegen. Das andere war diese Post-Lieferunterstützungsmission. Bridget, ich weiß nicht mehr, wo sie stand. Will be outside class to second year classroom preparing for the festival. Okay, doch, ich glaube, ich erinnere mich doch noch ein bisschen, wo wir sie das letzte Mal gesehen haben. Lass uns mal das Main Building einmal aufsuchen. Ich glaube, hier stand sie irgendwo rum. Ein Hoch auf die grüne Ausrufezeichen, die einem das immer so nahe bringen und Irritationen vorbeugen. Das ist ganz, ganz wundervoll. Das darf gerne in den nächsten Teilen auch so bleiben. Excuse me, I heard that the package was mistakenly delivered to Class 2. Is this where I can pick it up? Oh, am I glad to see you. Do you have a minute? I'll show you right now. Gerne, deswegen sind wir da. Sure, let's see it. What a relief. It's right over there. Das ist aber einiges. Margarita, he says he's here for the package. Oh, how fortunate. I was just about to put it away too. Come along now. Okay, then. We investigated the contents of the package. Are these cones? That they are. We were planning on setting up some boundaries for our stellar garden. Garden? Nicht Garden? But not with anything that garish. None of us ordered them by mistake either. We suspect that they were meant for another class. Denken Sie mal ganz scharf nach, Herr Schwarzer. Now that you mention it, I'm pretty sure I saw some cones on the field. I'll take these over there and ask around. You mean it? Thank you. In that case, we will leave this matter in your capable hands. Kannst du, vermutlich auch. So, jetzt ist nur die Frage, werden die Punkte hier eingezeichnet oder muss ich nochmal gucken, wo genau? Also klar, er hat jetzt gerade das Field ins Spiel gebracht, aber ich glaube, wir werden an mehrere Spots aufsuchen müssen. I wish I could help, but we need to focus on getting this ready. It's all on you, Reen. Ja, wir gucken, was wir machen können. Thank you for helping us sort this mess out. Sadly, this isn't the end of our troubles. We're still waiting on the things we ordered. How much longer will we have to wait? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Margarita mit uns gesprochen hat, ohne das Thema anzubringen, dass sie auf irgendeinen Typen wartet, der ihr irgendwann mal den Hof macht. Und ja, das war eine überraschende Veränderung im Vergleich zu sonst. So, warte mal. Field? Ich glaube, wenn wir uns porten... Sorry für das ganze Hin- und Hergespringen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen. Habe ich gar nicht erwähnt, ne? Ist heute wieder eine kleine neue Aufnahmesession. Und so weiter und so überhaupt. Lambert. Excuse me, do you have a minute? I believe I have a package for you. A package, you say? Gucken Sie mal einmal rein. Oh yes, those are the cones we plan on using for Supersonic Stallion. Sehr schön, Volltreffer. They took so long to arrive that I started wondering if I'd listed the wrong address or something of the sort. My thanks to you, our preparations can continue as scheduled. Happy I could help. I'm sure the student council is running themselves ragged right now, but you've done well. Even so, we have another issue to resolve. Oh?
while we were waiting on our cones, we had another parcel mistakenly delivered to us. Ah, so war das. Okay, wir werden immer wieder was abgeben und der Belieferte quasi hat dann wieder ein Paket, was dann woanders hin soll. Ja, ich erinnere mich wieder. You can see it over there. We've had our hands full here, so we hadn't quite decided what to do with it. Think that makes sense. Any idea what was inside it? Freshly printed books. A sizable number of them, I might add. These are probably stock rather than a personal book delivery. Would you mind if I took care of these? I might know who they were meant for, so I can take them to their rightful owners. If it wouldn't be a bother, that would be a great help to all of us. By all means, take the books to their rightful owners. I will, thank you. Das ist aber gut was zu schleppen, ne? Wenn die ganze Kiste voll mit Büchern war, Reen, dann bist du ein wirklich sehr starker Mann, wenn du das jetzt einmal quer durch die Pampa tragen kannst. Weißt du, dass Bücher bei Umzügen eigentlich immer das Problematischste sind und ich habe für meinen letzten Umzug mir dann irgendwann solche Umzugstaschen einfach gekauft, weil ich das vom Transport her deutlich einfacher finde als diese klassischen Kartons, gerade wenn du schwerere Sachen transportieren willst. Ja, würde ich immer wieder so machen. Hello, how are your festival preparations coming along? I'd be happy to help you in any way I could. All you need to do is ask. Believe it or not, I have a package for you. At least I think I do. Ja gut, so groß ist die Kiste jetzt auch nicht, ne? Die sah vorhin auf dem Feld, finde ich, ein bisschen größer aus. Oh, so they delivered it to the wrong place, did they? Here I was thinking it was delayed by the high volume of shipments this time of year. Well, I'm glad it's here now, though I do regret taking up your time when you're so busy. Don't worry about it, the academy's close enough that it wasn't a problem. Haha, that's kind of you. This reminds me though, someone else's package has been delivered to me too. Na dann hau mal raus. Hoffentlich keine Ziegelsteine. Would you mind if I had a look? Not at all. I looked in there myself just to see if it was something I'd ordered and later forgotten about. It's full of books, but they're certainly not our regular stock. Rena opened up the package and inspected its contents. These are different. The books are so slim. Maybe a short story? I think one of the students at the academy might have ordered these. Maybe it's something someone wrote and planned to sell during the festival. If that's the case, then there's no point in leaving them here. I'll take these with me and try to figure out who they belong to. As if I wasn't already worried about taking up your time with busy work, but thank you very much for doing this. Gerne. Du sprichst ja halt mit Herrn Schwarzer, ne? Dem wahrscheinlich selbstlosesten Menschen des gesamten Spiels. Aber das schreit doch ganz verdächtig nach dem Literature Club, oder? Da würde ich mich jetzt einfach mal hinbegeben wollen. Und dann gucken wir mal, ob da ebenfalls jemand ein Päckchen vermisst. Und dann ist Reen. Reen wird erstmal eine Pause brauchen von dem ganzen Rumgeschleppe hier von A nach B, weil er auch ständig zwischen Campusgelände und Vorstadtbereich, sage ich mal, hin und her tingelt. Da kommt schon gut was zusammen. An Gewichten und an Metern. We finished up our book and sent it out for copying and binding, but they're taking their time in sending them back. I really want to go over everything and make sure that it all came out okay. Excuse me, are these the books you're looking for? Hätte ja ruhig auf den Tisch packen können. That's them, that's definitely them. Thank goodness, I was really starting to worry that they wouldn't get here in time. Muss ja nicht gleich weinen. Now we'll be able to hold our little reading circle just as planned. I really would like some boys to attend and share their impassioned views on the works we'll be reading. But be still, my heart. Well, at least she's enthusiastic. Well then, that's all I'm here for, so... Na, hast du auch noch was? Oh, hold on a moment. I've just remembered something. Ja? Let me guess, something you didn't ask for got delivered here too? How did you know? Tja, die ganze Geschichte zu erzählen würde dauern. It's this. I assumed this box would have my books in it, so I was quite surprised when I found something different inside. Mind if I take a look?
Sie hat nicht ja gesagt, beziehungsweise nein. It's full of ornaments. They all look really expensive too. There's an elegant looking lampstand. And is that a statue of a Pegasus? I'm hoping for our reading circle to be a little bit like a tea party, but I'm not using anything this expensive looking, so I'm sure these must have been meant for someone else. All of the packages were delivered just to the wrong people, so this one might be... Ja, hier weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, wer das bekommt. I'll hold on to this, if you don't mind. I think I may know who ordered it. Echt? Well then, it's all yours, and please do come along to our reading circuit during the festival. You might want to bring a friend or two too. I'll think about it. Ey, Reen, du hast gesagt, du willst dir alles angucken, ja? Jetzt kein Rückzieher machen hier. Weißt du, am Anfang noch großspurig allen in Aussicht stellen, dass er mal vorbeikommt und hier heißt es dann plötzlich mal gucken. I'm looking forward to this tea party. Tea, sweets and novels about boys loving boys. Could it get any better? I even plan on lining up some of the more explicit books in my collection, without telling Emma, of course. Ja, ideals help the poor souls who wander in here unprepared. Oh, das hat er sehr, sehr schön und sehr treffend auf den Punkt gebracht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt hier abgeben muss. Ich würde mal, warte mal, wir gucken mal einmal kurz zusammen auf die Karte. Und dann kürze ich das gleich für euch ab. Hätte jetzt sein können, dass wir hier schon irgendeinen Hint bekommen. Wobei, wir können das Gleiche eigentlich auch nochmal, warte mal, auf der Seite der Stadt machen. Diese Orbel-Dinger, die teuer aussehen, das muss ja irgendwas Mechanisches sein. Ich hätte jetzt so als erstes eigentlich an George gedacht, aber der war ja auch nicht mit einem Ausrufezeichen versehen. Hä? Die Lösung ist ganz einfach, Leute, denn der Kreis, der schließt sich. Das Teil ist nämlich das, was Bridget für ihre Klasse braucht und für ihr Projekt. Und ach, du bist der Dude, der beim Park rumlief. Der so verwirrt war, bei dem ich mich vor ein paar Minuten noch gefragt habe, was du eigentlich meinst. Okay, dann ergibt das alles doch Sinn. Dann lag ich auch mit der Vermutung richtig, dass das hier ein Bote ist oder ein Lieferant oder was auch immer. So let me get this straight. You delivered every single package to the wrong place? I'm sorry. I only just started this job, so... I don't care about your excuses. Just tell me when our ornaments are gonna arrive. I'm so sorry. Ah, mir jetzt auch ein bisschen leid. Looks like I'm here just in time. Wie immer, Reen, wie immer. Are you waiting on these by any chance? Da ist er, der Heilsbringer Schwarzer. Oh yes, here they are. And not a single one out of place. Now we can finally get started on the interior. Macht mal. Did you really redeliver everything for me? I'm so sorry and thank you so much. It was kind of a pain, but I get why it happened. Don't worry about it. Even so, I still ended up causing you trouble. Oh wait, please take these. Ich finde es, mir persönlich würde es an Reeds Stelle auch schon reichen, dass ihm das nicht egal ist. Und dieses Dankeschön an sich und dass er weiß, was sie für Arbeit auf uns genommen haben, das ist doch schon die Mühe wert gewesen. Are you sure? It's the least I can do. I'll be sure that this never happens again, and you can count on that. Well, goodbye, sorry again. Alles gut, beim nächsten Mal machst du es besser. Nicht? Jetzt weiß ja, wie der Hase hier läuft. He's a busy one, alright. I hope he's not running off to fix more mistakes. I guess it's just because there are so many deliveries to make with everyone getting ready for the festival. Definitely makes it harder to blame him for messing up. That is true. Anyway, it seems like things are all sorted out. I really appreciate the help. We may be rivals, but you have my appreciation too. I hope both of our festival plans go as well as they can. Yeah, the better the attractions, the better the festival. Kann man so sagen. Kriegen wir jetzt von ihr auch nochmal eine Belohnung? Also von Bridget? Jetzt hat uns nur der Bote belohnt und sie nicht? Wer war sie eigentlich diejenige, auf dessen Zuruf wir gehandelt haben? Aber ist okay, Bridget, ist okay. Took long enough, but we finally got the materials we need to finish this up. Thanks again, Reen. The festival's gonna be a good one. Ja, ich denke auch.
Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Aber das liegt natürlich nur daran, dass wir als Class 7 komplett glänzen und euch umhauen werden, ne? You might have gleaned it from the name, but our stellar garden is based on the constellations. The astral bodies won't be the only ones getting gazed upon. Any boy I bring in here is sure to become my lover. Be sure to stop by. Ja, das werden wir dann noch sehen. Aber deren Räumchen wird auch richtig cool werden. Also das hier und diese Tea Party, die fand ich schon ganz cool. So, muss man sagen. Natürlich alles hinter dem, was Class 7 hier abliefern wird, selbstverständlich, ne? Aber so ein bisschen Spannung hat sich bei mir damals auch aufgebaut, weil ich halt schon wissen wollte, vor allen Dingen, wie unsere Konzertperformance ausfallen würde und wie das Ganze hier ausgeht. Na gut, ihr Lieben, dann sind wir jetzt im Grunde genommen nur noch mit der Hauptmission über. Das heißt, wir werden zu Beginn der nächsten Folge Beatrix besuchen und mal schauen, was die Hauptstory hier für uns in petto hält, beziehungsweise was Beatrix von uns möchte. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!